Religionen sind seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens und sie treiben den Menschen immer wieder dazu an, zu fragen, zu zweifeln und zu suchen. Willkommen, mein freundschaftlich gesinnter Zuhörer. In diesem Video widmen wir uns einer Glaubensrichtung, die auf den gelben Böden Mesopotamiens entstanden ist, dem Jesidentum. Ein Glaube, der versucht, das feine Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zu verstehen. Das Jesidentum ist eine Reise, die von Fragen geprägt wurde wie: Welche Kraft beschützt mich? Gehört mein Schicksal wirklich mir? Wo beginnt der Weg zum Licht? Die Ursprünge dieser Religion lassen sich nicht durch moderne Kategorien eingrenzen, denn dieser Glaube ist nicht durch ein einziges Buch, einen einzigen Propheten oder ein einzelnes historisches Ereignis entstanden. Vielmehr ist er das Ergebnis eines langen Flusses, in dem sich verschiedene Traditionen, Mythen und mystische Lehren über Jahrhunderte hinweg miteinander verflochten haben. Zu seinen Wurzeln gehören alte mesopotamische Glaubensformen, die dualistischen Strömungen des iranischen Kulturraums und sufisch geprägte Interpretationen. Doch das Jesidentum lässt sich nicht wirklich verstehen, indem man es mit anderen Religionen vergleicht. Man muss seinen eigenen inneren Rhythmus, seine eigene Ordnung und seine eigene Stille erkennen. Im Zentrum dieses Glaubens steht eine Gestalt von besonderer Bedeutung, Melek Taus. Für Jesiden ist Melek Taus der Hüter der kosmischen Ordnung, ein geistiger Führer und ein Symbol für den Punkt, an dem Licht und Feuer sich begegnen. Von außen wurde diese Figur oft missverstanden und im Laufe der Geschichte immer wieder verzerrt dargestellt. Doch für Jesiden ist Melek Taus weder eine zerstörerische noch eine strafende Macht. Er ist vielmehr eine Quelle der Weisheit, ein Wesen, das dem Menschen hilft, seine inneren Prüfungen zu verstehen. Deshalb teilt das Jesidentum die Welt nicht in ein starres Gut und Böse. Der Mensch wird nicht als leeres Gefäß geboren, aber sein Schicksal ist auch nicht vollständig vorgezeichnet. Jede Handlung, jede Absicht und jede Entscheidung trägt eine Schwingung, die den inneren Weg des Menschen formt. Um das Licht zu finden, muss man die Dunkelheit nicht verleugnen. Der Mensch reift erst, wenn er seine eigene Schattenseite erkennt. Genau diese Sichtweise ist einer der Gründe, warum der Glaube über Jahrhunderte hinweg trotz vieler Missverständnisse Bestand hatte. Denn im Jesidentum geht es nicht um äußere Feinde, sondern um die innere Suche. Auch die Landschaft, in der dieser Glaube entstand, trägt seinen Geist in sich. Für die Gemeinschaften, die in den Bergen und Tälern Mesopotamiens lebten, war die Natur nicht einfach nur eine materielle Umgebung. Der Wind, die Stille der Steine, das Geräusch fließenden Wassers, all das wurde als eine verborgene Sprache der Schöpfung verstanden. Deshalb gilt die Natur im Jesidentum nicht als reiner Schauplatz der Welt, sondern als Spiegel der göttlichen Ordnung. Der Mensch verliert sich nicht in ihr, er atmet mit ihr. Von besonderer Bedeutung ist auch die Gemeinschaft. Über Generationen hinweg bewahrten die Jesiden ihren Glauben, selbst in Zeiten, in denen es gefährlich war, ihn offen zu leben. Sie hüteten ihre Traditionen nicht durch Bücher, sondern durch das Gedächtnis ihrer Familien. So wurde das Jesidentum zu einer Religion der Erinnerung. Man lernt nicht, indem man liest, sondern indem man den Stimmen, Blicken und Haltungen der Älteren folgt. Jeder Ritus ist ein Echo dieses lebendigen Gedächtnisses. Das Tal von Lalisch ist in dieser Tradition nicht nur ein Ort, es ist eine Schwelle zwischen Welt und Geist. Für Jesiden ist es das Zentrum der Welt. Die stillen Höfe, die schmalen Gänge und heiligen Quellen von Lalisch tragen die Spuren einer tiefen inneren Ruhe. Jede Kerbe im Stein, jede Schattenlinie hat Bedeutung.
Die dortigen Rituale sind nicht bloß Wiederholungen, sie sind Schritte, die der Mensch setzt, um seine inneren Erschütterungen zu beruhigen. Auch die Zeit verläuft im Jesidentum zyklisch. Jahreszeiten, Rituale und kosmische Ordnung sind miteinander verwoben. Wenn Licht und Dunkelheit einander abwechseln, dann, so glaubt man, verwandelt sich auch das Innere des Menschen. Der jesidische Kalender ist darum nicht nur ein Maß für Zeit, sondern ein Wegweiser der Seele. Jährliche Versammlungen, Gebete und Feste dienen dazu, das Herz neu auszurichten. Das Jesidentum lehrt, dass im Menschen kein Krieg zwischen Gut und Böse tobt. Es sagt vielmehr, der Mensch hört verschiedene Stimmen und er entscheidet selbst, welche er stärkt. Diese Entscheidungen sind nicht die Verantwortung Gottes, sondern die Verantwortung des Menschen. Und wie in allen Glaubensrichtungen führt auch dieser Weg am Ende zu einer tiefen Frage. Wendet der Mensch sein Gesicht dem Licht zu oder seinem eigenen Schatten? Viele Menschen, die versuchen, das Jesidentum zu verstehen, sehen Melek Taus, das zentrale Wesen dieser Glaubensrichtung, lediglich als ein Symbol. Doch für Jesiden ist Melek Taus weit mehr als ein bloßes Zeichen. Ihn zu begreifen bedeutet nicht nur, die Geschichte eines Engels zu kennen, sondern vielmehr die innere Prüfung, die Freiheit und die Verantwortung des Menschen zu verstehen. Denn im Jesidentum ist Melek Taus kein Wesen, das die Grenze zwischen Gut und Böse festlegt. Er ist ein Spiegel, der dem Menschen zeigt, wie er sich selbst dieser Grenze nähert. Der Beginn der Schöpfung beruht im jesidischen Glauben auf einer kraftvollen Ordnung. Nachdem Gott das Universum erschaffen hatte, vertraute er die Leitung der Welt 7 heiligen Wesen an. Das mächtigste und weiseste unter ihnen und Gott am nächsten ist Melek Taus. Doch das, was das Jesidentum einzigartig macht, ist nicht allein diese Hierarchie, sondern die Beziehung des Menschen zu ihr. Melek Taus greift nicht in den freien Willen des Menschen ein. Er bestraft nicht, er macht keine Angst, er zwingt nicht. Der Mensch trifft seine Entscheidungen selbst und trägt die Verantwortung für deren Folgen ebenfalls selbst. Gerade deshalb wurde Melek Taus im Laufe der Geschichte von vielen Kulturen missverstanden und häufig durch die Ängste Außenstehender verzerrt dargestellt. Für Jesiden jedoch ist Melek Taus ein treuer Hüter der göttlichen Ordnung, ein heiliges Wesen, das seinen Platz wahrt, damit der Mensch seine eigene Prüfung bestehen kann. Seine Geschichte ist keine Geschichte des Falls, sondern der Treue. Dass Melek Taus sich vor keinem anderen als Gott niederwirft, ist kein Ausdruck von Hochmut, sondern von absoluter Hingabe. Darum kennt das Jesidentum keinen Fall. Im Zentrum steht vielmehr das Wiederaufsteigen, das erneute Erheben. Im Kern dieser Erzählung liegt die Verantwortung des Menschen, sein inneres Licht zu finden. Das Jesidentum legt das Böse nicht einer äußeren Macht zur Last. Das Dunkle entsteht im Menschen selbst, in jenen Momenten, in denen er das Richtige nicht sieht oder nicht hören will. Darum bestraft Melek Taus niemanden für Fehler, denn Strafe verändert den Menschen nicht, sie schafft lediglich Angst. Wahre Veränderung wächst aus dem Inneren. Erkennt der Mensch seine eigene Dunkelheit, kann er bewusst das Licht wählen. Im Jesidentum gilt ein Fehler nicht als Fluch, er ist ein Tor zur Wandlung. Dieser Blick auf den Menschen prägt auch das Verständnis der Schöpfung. Nach jesidischer Lehre ist die Welt ein Spiegel des vollkommenen göttlichen Gleichgewichts. Das Universum entstand nicht aus Zufall, sondern aus einer sinnvollen Ordnung. Doch diese Ordnung spiegelt nicht nur den Himmel wider, sondern auch die Taten des Menschen. Wächst das Dunkel im Inneren eines Menschen, hallt es in der Gemeinschaft wider. Handelt ein Mensch dagegen aus Güte, entsteht im Universum eine entsprechende Schwingung. Darum ist der Mensch im Jesidentum nicht bloß ein Individuum,
Er ist ein Teil des kosmischen Gleichgewichts. Diese vielschichtige Sicht auf die Schöpfung macht den Platz von Melek Taus noch verständlicher. Er ist nicht nur ein Wächter, sondern ein Erinnerer, ein Hinweis auf die Freiheit des Menschen. Mit jeder Handlung steht der Mensch an einer Weggabelung. Kein Engel entscheidet für ihn, kein Dämon zwingt ihn. Entscheidend ist einzig das Herz. Diese Freiheit wirkt wie eine Last, ist jedoch im Jesidentum die höchste Würde des Menschen. Er trägt sein Schicksal selbst. Diese Grundhaltung spiegelt sich auch in den Ritualen der Jesiden wider. Jedes Ritual ist eine Gelegenheit, innere Ordnung zu finden. Darum ist das Gebet im Jesidentum keine Pflicht, sondern eine Wahl. Man betet nur dann, wenn das Herz es wirklich fühlt. Denn ein Gebet ohne Aufrichtigkeit ist bedeutungslos. Man betet, um das Gleichgewicht in sich zu finden, um Licht zu suchen, um sich als Teil der Gemeinschaft zu spüren. Die Schöpfungslehre des Jesidentums erinnert den Menschen daran, dass die Welt nicht nur aus dem Sichtbaren besteht. Die Geschichte von Melek Taus erzählt davon, dass jede menschliche Entscheidung, ob zwischen Licht und Schatten, eine Spur im Universum hinterlässt. Diese Spuren erscheinen mal in einem Wort, mal in einer Handlung, mal in einem stillen Moment. So klein der Mensch auch wirken mag, er trägt immer einen Anteil am Gleichgewicht der Welt. Einer der Wege, die Tiefe des Jesidentums zu begreifen, besteht darin, seinen Ritualen zuzuhören. Denn die Rituale der Jesiden bestehen nicht aus lauten Gebeten oder prunkvollen Zeremonien. Für Jesiden ist das Gebet keine Schau. Für sie ist die Andacht der stille Einklang zwischen der inneren Ordnung des Menschen und dem natürlichen Fluss der äußeren Welt. Wer die Rituale versteht, beginnt auch zu verstehen, wie das Jesidentum das Universum sieht. Hinter jedem Ritual stehen 3 grundlegende Absichten: sich zu reinigen, das Gleichgewicht zu erinnern und Verbindung zu schaffen. Diese Verbindung richtet sich nicht nur an Gott oder an die Engelwesen, sondern auch an den Menschen selbst und an die Gemeinschaft. Darum sind Rituale Erinnerungen, Brücken aus Worten und Gesten, die das Gedächtnis eines ganzen Volkes tragen. In der jesidischen Andacht gibt es keine strenge Verpflichtung. Ein Ritual gewinnt erst dann Bedeutung, wenn der Mensch sich aus freiem Willen zu ihm hinwendet. Das Gebet im ersten Licht der Morgensonne ist ein symbolischer Ausdruck des täglichen Wahlmoments zwischen Dunkelheit und Licht. Die Sonne ist im Jesidentum eines der stärksten Zeichen der göttlichen Ordnung. Sich zur aufgehenden Sonne zu wenden bedeutet, Zeuge des täglich neu erschaffenen kosmischen Gleichgewichts zu sein. Auch das Feuer gehört zu den ältesten und zentralsten Symbolen der Rituale. Feuer steht im jesidischen Glauben für Reinigung, Licht und Wahrheit. Jesiden begegnen dem Feuer mit Respekt und vermeiden es mit dem Atem zu löschen. Wer in die Flamme blickt, erinnert sich nicht nur an das äußere Licht, sondern auch an das Licht im eigenen Inneren. Ein weiteres wesentliches Element ist das Wasser. Im Jesidentum dient Wasser nicht nur der körperlichen Reinigung, es ist ein Symbol des Fließens, der Sanftheit und der inneren Klärung. Die Quelle von Lalish, Kanya Spi, die weiße Quelle, gilt als einer der reinsten Orte der Welt. Die Rituale mit diesem Wasser sind eine Erinnerung daran, Schwere loszulassen und die Absichten zu reinigen. So wie Wasser den Körper klärt, klärt es auch das Herz. Auffällig an jesidischen Ritualen ist, dass sie mehr durch Handlung als durch Worte ausgedrückt werden. Denn im Jesidentum ist das Heilige nicht an das gesprochene Wort gebunden, sondern an die Aufrichtigkeit der Absicht. Ob ein Ritual ein echtes Gebet ist, erkennt man nicht an der Lautstärke, sondern an der Wahrhaftigkeit des Herzens. Darum werden Gebete oft nicht einmal geflüstert. Die Stille ist ein fester Bestandteil des jesidischen Gebets.
denn ohne Stille kann der Mensch die Stimme in sich nicht hören. Der jesidische Kalender ist ebenso bedeutsam wie die Rituale selbst. Er richtet sich nach den Jahreszeiten, dem Wechsel von Tag und Nacht und den kosmischen Rhythmen. Charshema Zor, der rote Mittwoch, markiert das jesidische Neujahr. Dieser Tag ist nicht nur ein kalendarischer Anfang, sondern ein heiliger Wendepunkt, an dem das Universum erneut erschaffen wird. Die Farbe Rot symbolisiert den Fluss des Lebens, die Wärme der Geburt und die Ordnung von Melek Taus. An diesem Tag besuchen Jesiden die Gräber ihrer Vorfahren, kommen mit ihren Familien zusammen und spüren die Erneuerung der Welt. Eine weitere bedeutende Zeit ist das Tschechna Temaje, das große Cem-Fest. 7 Tage lang versammelt sich die Gemeinschaft in Lalisch, um Einheit und geistige Erneuerung zu feiern. Die heilige Lampe Chira, die während dieser Tage entzündet wird, ist nicht nur ein Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Sie ist das sichtbare Symbol des inneren Lichts eines jeden Jesiden. Im zitternden Schein dieser Flamme treffen Vergangenheit und Zukunft aufeinander. Die Symbole in den jesidischen Ritualen sind ebenso praktisch wie metaphysisch. Weiß steht für Reinheit, schwarz für den Ursprung des Seins. Schwarz ist kein gefürchtetes Zeichen, sondern der Boden der Schöpfung. Darum sind viele jesidische Gewänder in einer Balance aus Schwarz und Weiß gestaltet. Denn im Jesidentum soll der Mensch nicht die Dunkelheit fürchten, sondern die Bedeutung, die er ihr gibt. Licht und Schatten sind keine Feinde. Sie sind zwei einander ergänzende Seiten. Auch im Alltag der Gemeinschaft zeigen sich diese Zeichen. Ein Jeside vermeidet es, auf die Schwelle einer Tür zu treten, denn die Schwelle ist ein Ort des Übergangs und verdient Respekt. Fällt ein Brot zu Boden, wird es aufgehoben und an die Stirn geführt. Denn Brot ist nicht nur Nahrung, sondern Ursprung des Lebens. Und Lüge ist besonders verwerflich, weil jede Lüge ein Stück des inneren Gleichgewichts zerstört. Die Summe dieser kleinen Handlungen bildet eine große geistige Disziplin. Das Zentrum all dieser Rituale ist Lalisch selbst. Die steinernen Wege von Lalisch gelten als heilig und Besucher gehen barfuß, um den Boden unmittelbar zu spüren. In seinen höhlenartigen Heiligtümern werden Kerzen entzündet. Doch diese Kerzen sind keine Wunschlichter. Sie sind Zeichen der Bewusstheit. Wer in ihr Licht blickt, sieht auch den Schatten in sich. Das Jesidentum betrachtet auch das Verhältnis von Leben und Tod mit einem besonderen Einklang. Der Tod ist kein Abbruch, sondern ein Übergang. Die Seele tritt in eine andere Ordnung über. Die Trauerrituale sind darum nicht von Verzweiflung, sondern von Respekt geprägt. Man glaubt, dass die Seele mit der Führung von Melek Taus eine Reise antritt und dass der Verlauf dieser Reise eng mit dem verbunden ist, was der Mensch in dieser Welt hinterlassen hat. So wie die Rituale des Jesidentums einen Zugang zu diesem Glauben eröffnen, gibt es noch einen weiteren Ort, den man betrachten muss: die unsichtbaren Korridore der Geschichte. Denn das Jesidentum ist nicht nur ein Glaube, es ist ein Gedächtnis, das über Jahrtausende hinweg geprüft, verwundet und dennoch immer wieder aus der eigenen Asche neu geboren wurde. Die jesidische Geschichte zu lesen bedeutet deshalb, nicht nur die Vergangenheit zu verstehen, sondern den menschlichen Willen zum Weiterleben zu erkennen. Jesiden wurden im Laufe der Geschichte häufig missverstanden, falsch interpretiert und verzerrt dargestellt. Ihr Glaube erschien von außen verschlossen, ihre Symbole geheimnisvoll, ihre Rituale ungewohnt und gerade deshalb wurden sie in vielen Epochen zum Ziel von Misstrauen und Angriffen. Die symbolische Gestalt des Melek Taus, ein Wesen des Lichts, das auch den Abstieg und die Erneuerung kennt, wurde von zahlreichen Kulturen falsch gedeutet. Diese Fehlinterpretationen
kosteten die Jesiden über Jahrhunderte hinweg einen hohen Preis. Der Ursprung dieser Missverständnisse liegt auch in der Natur des Jesidentums selbst. Dieser Glaube war niemals darauf ausgelegt, missioniert oder verbreitet zu werden. Lehren wurden nicht schriftlich festgehalten, sondern im Gedächtnis bewahrt. Rituale wurden nicht öffentlich gezeigt, sondern innerhalb der Gemeinschaft geschützt. Diese Geschlossenheit ließ in den Augen der Außenstehenden Lücken entstehen. Und Lücken wurden oft nicht mit Wahrheit, sondern mit Angst gefüllt. Jahrhundertelang waren Jesiden sowohl religiösen als auch politischen Verfolgungen ausgesetzt. Geschichtliche Aufzeichnungen berichten von Hunderten Vertreibungen, Massakern, brennenden Dörfern und Fluchten in die Berge. Doch mitten in all diesem Schmerz fällt eines besonders auf: Das Jesidentum entwickelte niemals eine Ideologie der Rache oder Gewalt. Ihr Widerstand bestand aus Gebet, Geduld und Erinnerung. Jesidische Identität definierte sich nicht über Feindseligkeit, sondern über Treue zur eigenen Herkunft. Dieses Glaubenssystem überlebte nicht durch die Angst vor äußeren Gefahren, sondern durch die innere Geschlossenheit. Jesidisch wird man nicht durch Übertritt, sondern durch Geburt. Das machte die Gemeinschaft in der Geschichte zwar verletzlich, aber zugleich außergewöhnlich stark. Denn für einen Jesiden ist die Zugehörigkeit kein bloßer Glaube, sondern ein Erbe. Die dunkelsten Kapitel der Geschichte sind im Gedächtnis der Jesiden bis heute lebendig. Selbst in der modernen Zeit haben tragische Ereignisse gezeigt, wie zerbrechlich und zugleich wie widerstandsfähig dieser Glaube ist. Doch wer die jesidische Gemeinschaft betrachtet, sieht nicht die Schwere des Schmerzes, sondern die Klarheit ihres Überlebenswillens. Das Jesidentum war niemals darauf ausgerichtet zu fallen, sondern zu bewahren. Bewahrt wurde dabei nicht nur ein Glaube, es wurde eine Sprache bewahrt, eine Musikkultur, eine Identität und eine rituelle Erinnerung. Die jesidischen Kelams, Lieder zwischen Klage und Lehre, sind nicht einfach Musik. Sie sind ein intimes Geschichtsbuch, das durch die Generationen getragen wird. In diesen Melodien liegen Kriege, Vertreibungen, Verluste und Hoffnungen. Die Worte sprechen selten direkt. Sie bewegen sich in einer symbolischen Sprache zwischen Mut und Geduld. Einer der kraftvollsten Träger dieser Erinnerung ist Lalish. Das Tal von Lalish ist nicht nur ein Heiligtum, es ist das Herz der jesidischen Identität. Jeder Schritt in diesem Tal trägt den Nachhall einer jahrtausendelangen Geschichte. Jeder Stein, jede Säule, jeder Winkel des Tempels erzählt ein Stück davon. Für Jesiden ist der Besuch von Lalish nicht nur eine religiöse Pflicht, es ist eine Wiedergeburt der eigenen Identität. Das Jesidentum besitzt zudem eine einzigartige Beziehung zur Natur. Die Berge sind wie eine schützende Mutter, die Flüsse erinnern an den inneren Fluss des Menschen, die Steine sind Träger des Gedächtnisses. Darum scheut ein Jeside traditionell davor zurück, die Erde zu verletzen. Die Welt ist nicht bloß ein Ort zum Leben, sie ist ein heiliges Vermächtnis. All diese historischen Erfahrungen beantworten auch eine zentrale Frage: Wie überlebt ein Glaube in einer sich ständig verändernden Welt? Durch Rituale, durch Erinnerung, durch Symbole und vor allem durch innere Disziplin. Denn das Jesidentum wird nicht durch äußere Feinde geschwächt, sondern durch das Vergessen des inneren Lichts. Für einen Jesiden ist der wahre Feind nicht das äußere Dunkel, sondern das Dunkel, das im Inneren entsteht, wenn die Erinnerung verblasst. Trotz aller geschichtlichen Wunden steht das Jesidentum bis heute fest. Es ist keine Religion, die schnell gewachsen ist, denn seine Wurzeln liegen nicht an der Oberfläche, sondern tief im Boden. Und gerade diese Tiefe
macht es unerschütterlich, denn Wurzeln, die tief reichen, lassen sich nicht leicht ausreißen. In der modernen Zeit leben Jesiden vor allem im Norden des Irak, in Syrien, in einigen Regionen der Türkei sowie als Diaspora-Gemeinschaften in Deutschland, Georgien und Armenien. Mit jeder geografischen Veränderung wandelte sich auch die Kultur, doch die Rituale, die das Rückgrat des Glaubens bilden, blieben auf erstaunliche Weise erhalten. Dies ist das Ergebnis einer jahrtausendealten Tradition der mündlichen Weitergabe. Der Mangel an schriftlichen Texten hat das Jesidentum nicht geschwächt. Im Gegenteil, er hat das gesprochene Wort zu einer Disziplin gemacht. Betritt man heute das Haus einer jesidischen Familie, erkennt man sofort, wie Vergangenheit und Zukunft nebeneinander stehen. In einer Ecke findet man die praktischen Dinge der modernen Welt. In einer anderen Ecke jedoch liegt ein Stein aus Lalisch, eine Kerze oder ein Symbol. Diese Gegenstände sind keine Dekoration, sie sind stille Hüter der Identität. Jedes von ihnen erinnert an die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Eine der größten Herausforderungen der modernen jesidischen Gesellschaft ist es, eine verstreute Identität lebendig zu halten. Für die in der Diaspora geborenen Generationen wirken Lalisch, das Grabmal von Scheich Adi oder die Gestalt des Melek Taus wie ferne Orte. Doch die Erzählungen innerhalb der Familien schließen diese Entfernung. Denn das Jesidentum ist kein ortsgebundener, sondern ein erinnerungsgebundener Glaube. Ein Kind muss Lalisch nicht gesehen haben, um zu wissen, wie es dort riecht. Es hört es von den Älteren und übernimmt es als Erinnerung. Bemerkenswert ist dabei Folgendes: Das Jesidentum versucht nicht, sich an die moderne Welt anzupassen oder sich neu zu definieren. Während viele Religionen versuchen, einen zeitgemäßen Ausdruck zu finden, wählt das Jesidentum nicht den Weg der Veränderung, sondern den Weg der Beständigkeit. Seine Stärke liegt darin, sich selbst treu zu bleiben. Es ist keine mystische Bewegung, sondern ein Netz des Gedächtnisses, das Identität schützt. Der häufigste Irrtum der Außenstehenden besteht darin, die Geschlossenheit des Jesidentums mit Geheimhaltung zu verwechseln. Doch diese Geschlossenheit dient nicht dem Verbergen, sie dient der Heiligkeit. Ein Ritual wird nicht deswegen nicht erklärt, weil es ein Geheimnis wäre, sondern weil der Respekt vor ihm so tief ist. Für Jesiden ist das Heilige nicht das, was man beschreibt, sondern das, was man erlebt. Die Herausforderungen der modernen Welt sind nicht nur kultureller Natur, sondern auch politisch und sozial. Die tragischen Ereignisse der letzten Jahre haben tiefe, neue Wunden in das kollektive Gedächtnis der Jesiden gerissen. Diese Wunden waren nicht nur körperlich, sie richteten sich gegen die gesamte Identität. Doch gerade in diesen dunklen Zeiten zeigte sich eine Eigenschaft des Jesidentums sehr deutlich. Sein Widerstand besteht nicht darin, gegen etwas anzukämpfen, sondern darin, weiter zu existieren. Heute bemühen sich jesidische Gemeinschaften weltweit, die nächste Generation davor zu bewahren, diesen Glauben zu vergessen. Dafür werden Kulturzentren gegründet, Kinder lernen die Kelams, Rituale werden weitergegeben und man ermutigt die Familien, mindestens einmal im Jahr nach Lalisch zu reisen. Denn für einen Jesiden ist die Bewahrung der eigenen Identität nicht eine Pflicht, sondern eine Verantwortung. Jesidisch zu sein ist eine Geburt, kein Entschluss. Daher gilt das Bewahren dieser Identität als ein Akt der Verehrung. Interessanterweise treten Jesiden in der modernen Welt erstmals sichtbarer in Erscheinung. Lehren, die früher nie offen besprochen wurden, werden heute wissenschaftlich untersucht. Jesidische Jugendliche drehen Dokumentationen und beteiligen sich aktiv an kulturellen Projekten,
um ihre Geschichte sichtbar zu machen. Diese Sichtbarkeit nimmt dem Jesidentum nicht seine Geschlossenheit. Sie schützt es vor Missverständnissen. Doch die größte Gefahr für das Jesidentum kommt nicht von außen, sondern von innen. Wenn die Bindung der jungen Generation schwächer wird, wenn Rituale aus dem Alltag verschwinden, wenn die Geschwindigkeit der modernen Welt das Gedächtnis überholt, entstehen unsichtbare Risse im Glauben. Doch die Gemeinschaft ist sich dieser Gefahr bewusst. Und deshalb wird die Weitergabe der Erinnerung heute stärker gepflegt als je zuvor. Das Jesidentum sucht in der modernen Welt keine neuen Antworten. Es bewahrt seine alten Fragen, denn im Kern dieses Glaubens liegt eine einfache, aber kraftvolle Sicht auf den Menschen. Der Mensch ist kein Krieger, der gegen die Dunkelheit kämpft. Der Mensch ist ein Träger des Lichts, das er bewahren muss. Schaut man heute auf das Jesidentum, sieht man eine Identität, die trotz aller Wunden der Geschichte weiter besteht. Sie ist still, sie ist schlicht, sie sucht keine Ausdehnung. Doch mit jedem Schlag wird sie stärker, denn das Jesidentum besitzt eine besondere Kraft, die nur wenige Religionen tragen. Das Zentrum dieses Glaubens ist nicht der Mensch, sondern das Gedächtnis. Solange das Gedächtnis eines Volkes lebt, geht dieses Volk nicht verloren. Was die Jesiden bis heute bewahrt haben, ist weit mehr als ein Ritual. Es ist eine ganze Welt von Erinnerung. Ein weiteres Video geht damit zu Ende. Ich freue mich auf deine Gedanken in den Kommentaren. Pass gut auf dich auf.